Es hat ein bisschen was mit Fußball zu tun, auch mit Golf und soll eine neue Trendsportart sein, die immer mehr Fans findet. Buschball heißt diese Sportart, die es schon seit den 70er Jahren gibt. Trotzdem kennt sie kaum jemand. Oder wussten Sie, was Buschball ist? Vielleicht einen buschigen Ball? Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht wie eine Wüste da, diese Flusen, die da in der Wüste rumrollen. Ein Abschlussball, sowas halt, so eine Art Ball. So eine Feier. Buschball würde ich beschreiben als die Mischung aus Crossgolf und Fußball, weil man ja wirklich überall spielen kann, deswegen Crossgolf, und weil man mit dem Fuß den Ball gegen die Fahne schießen muss, deswegen Fußball. Ein Ball, eine Fahne, ein Trend. Martin Sowa und seine Freunde treffen sich auf dem Essener Unicampus, um eine Runde Buschball zu spielen, jeder gegen jeden. Wer am Ende die wenigsten Schüsse braucht, um die Fahne zu treffen, hat gewonnen. Auch wenn sich das leicht anhört, Ballgefühl braucht man schon. Wenn man so ein paar schwerere Disziplinen hat, wo man jetzt nicht einfach hingeht und sagt, ja okay, dann mache ich jetzt mal eben, sondern wirklich, wo man dann mal überlegen muss, wo man sich dann jeden Schritt vorher schon mal am besten überlegt und wo man dann halt immer öfter dann dieses Problem hat, dass man so einen Zentimeter an der Fahne vorbeischießt. Da ist natürlich dann die Schadenfreude bei der anderen groß. Gespielt wird überall. Das Match gleicht einer Expedition. Ein gutes Training, denn im September ist der erste große Buschball-Pokal geplant. Ja, okay. Wie viel hast du gebraucht? 8 Schüsse habe ich jetzt gebraucht, um die Fahne zu treffen. Und ist das ein guter Schnitt? Das war miserabel schlecht, auf jeden Fall. Normalerweise so 3, 4 benötigt man, wenn man gut ist, aber es war einfach heute Katastrophe. Was hier wie ein neuer Trendsport aussieht, hat Tradition. Den Anstoß machte Johannes Schmidts Vater schon vor 30 Jahren. Also das Buschballspiel ist Ende der 70er Jahre entstanden in einem kleinen Dorf im Sauerland, als ein Freund und ich aus Langeweile auf Straßenschilder geschossen haben, manchmal auch auf Straßenlaternen. Mittlerweile gibt es 5 Vereine in Deutschland und sogar einige Unis bieten schon Buschball an. Jeder kann mitspielen, nicht nur Männer. Es gibt sogar sehr viele Mädels, die spielen, und es kommt öfter vor, als man denkt, dass die tatsächlich am Ende auch gewinnen. Einfach deshalb, weil die viel unbeschwerter rangehen teilweise und sich nicht groß Gedanken machen, wie man jetzt schießen müsste. Das ist wirklich, die gehen hin, schießen drauf, treffen, und am Ende wundern sich die ganzen Fußballer, wie die das gemacht haben. Die Buschballer haben sich vorgenommen, Deutschland zu erobern. In Essen hat das schon mal gut geklappt.